Hallo meine Lieben, ich war ja kürzlich in Stuttgart mit Desiree zusammen an der Kreativmesse und die war zwar klein, aber ich habe natürlich trotzdem Sachen gefunden, die ich mit nach Hause nehmen wollte. Und ich dachte, ich packe ein paar Sachen zusammen in ein Video, nämlich die Sachen, wo es ums Papierbasteln geht. Und die wollte ich euch heute in diesem Video zeigen. Und nicht nur, was ich gekauft habe, sondern auch, warum ich das gekauft habe. Und ich werde damit auch gleich eine Karte basteln. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Kommen wir zum ersten Tool. Und zwar, ich habe hier zwar 3 Sachen auf dem Tisch, aber einfach nur, um euch zu zeigen, was ich jeweils verwende. Das Falz- und Schneidebrett ist etwas, was ich wirklich von Anfang an, als ich angefangen habe mit Basteln, das mir gekauft habe, weil ich hier eine Schneideklinge drin habe und eine Falzklinge drin habe. Es ist auch ausklappbar bis zu 38,5 circa Zentimeter. Ich habe wunderbar die Skala drauf. Ich kann auch auf der Seite bis 3 cm falzen und sperren. Und was auch schön ist, ich habe hier einen Metallfaden drin, wo ich jeweils sehe, wo der Schnitt durchgeht. Der Nachteil bei dem Ganzen ist, die Schneideklinge selber, oder für mich ein Nachteil, ich muss ehrlich sagen, ich verwende die fast nie, weil die extrem sich schnell abnutzen. Und was ich jeweils mache ist, das seht ihr gar nicht, dass ich meine großen Sachen eigentlich außerhalb der Kamera schneide. Und zwar habe ich da einen Dale Hebelschneider, aber der ist echt zu schwer und zu groß, um den da hier jeweils auf den Tisch zu nehmen. Deshalb zeige ich euch das auch nicht. Hebelschneider, eine super Sache, aber eben jetzt gerade, wenn ich auf dem Tisch nur kurz was machen will, ja, die nehme ich nicht hierher. Von dem her war für mich die Option, okay, ich schneide alles Große mit dem Hebelschneider und komme dann zurück auf den Tisch und bastle hier weiter. Was ich mir dann für die kleinen Sachen auch noch gekauft habe, ist ein Hebelschneider von Fiskars, der hier durch diesen Hebel quasi das Papier wunderbar schneidet. Geht bis zu einer Skala von 13 und in der Höhe sind das, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, ich würde behaupten so 22, 23 cm, so etwas in dem Stil. Auch eine super Sache, aber halt dann einfach fürs Kleinere. Und ich habe halt was gesucht, was ich eben auf dem Tisch haben kann, um dann zu schneiden und dass ich eben auch schöne Schneidekanten hinbekomme, und deshalb habe ich mir hier den gekauft. Der ist auch, ich sperre das kurz, Moment. Wir haben hier auf einer Seite eine Skala bis zu ca. 5,5, auf der anderen Seite kann man es ausklappen, dann geht der bis ca. 31,5. Hier wunderbar innen drin A7, A6, also schön die Vierecke auch, damit ich mein Papier da schön hinlegen kann. Und der Vorteil auch, ich habe die Skala wirklich an 3 Orten und so bekomme ich immer ein super gerades Ergebnis hin. Und anders eben als der Hebelschneider oder der Klingenschneider, den ich von Fiskars habe, ist das hier ein Rollschneider. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier ist eine Rollklinge drin. Gucken wir uns das gleich an. Ich will eine Karte machen, die 21 cm mal 14,8 ist. Aber hier zuerst 14,8. Kann ich schön oben anlegen. Das bleibt wirklich wunderbar liegen. Halte das hier mit diesem Teil fest. Und dann, ihr könnt in beide Richtungen gehen. Ist einfach, hier drückt runter, einmal schneiden, wunderbar geschnitten, super schöne Kante, also echt, da kann man echt überhaupt nicht meckern. Mal kurz gucken, in der Länge brauche ich 21 cm. Ich
kann nach oben oder unten. Ich habe es mir angewöhnt, dass ich nach oben gehe, weil dann hier das Papier Widerstand hat und auf jeden Fall nicht verrutscht. Mein Nachteil ist halt einfach eben, dass ich dann jeweils fürs Falzen dann wieder das Falzbrett brauche, aber dann habe ich halt einfach beide auf dem Tisch. Das heißt 21, dann nochmal 10,5, damit ich da eine schöne Karte bekomme. So, dann haben wir hier die Basiskarte und ich kaufe eigentlich praktisch keine Kartenrohlinge, sondern ich mache die eigentlich alle selber. Das ist eine. Jetzt, was ich auch noch brauche, ist eine Auflegekarte. Meine Auflegekarten sind immer einen halben Zentimeter kleiner. Das heißt, ich habe hier 14,8, 14,3. Und 10,5 werden wir dann bei 10. Ich habe jetzt hier ein Aquarellpapier genommen, einfach weil ich da mit Wasserfarben noch arbeiten will. Aber so habe ich wunderbar meinen Kartenrohling und die Auflegekarte und das ist alles schön geschnitten, genauso wie ich es gerne hätte. Von dem her war das so der Grund, warum ich den hier unbedingt haben wollte. Und wenn man dann nicht braucht, kann man den hier verriegeln und dann geht es auch nicht wieder auf. Das war das erste, was ich mir gekauft habe. Und für die, die sich den auch besorgen wollen, ich habe extra die Verpackung, einen Teil der Verpackung aufgehoben. Das Ding heißt Rotary Paper Trimmer. Und da gibt es natürlich dann auch Ersatzklingen, wenn die Klinge mal durch ist. Das nächste Thema ist das hier. Und zwar ist es so ein Edge Trimmer. Kann man natürlich auch mit der Schere machen, aber ich fand es eigentlich ganz cool, wenn ich da gleich dieses Tool habe. Weil was man damit machen kann, ist die Kanten so ein bisschen zu distressen. Das heißt auf Alt zu trimmen. Ich nehme jetzt hier kurz einfach einen Probestreifen, damit ich das mal testen kann. Ihr habt verschiedene Einbuchtungen. Die sehen für mich so aus, als ob die alle gleich groß sind. Und was ich damit machen kann, ich kann der Kante entlang gehen. Und dann kann ich die quasi so auf Alt trimmen. Je nachdem, wie stark ich diesen Effekt gerne hätte. Und das wollte ich eben mit meiner Auflegekarte machen. Ich zeige es euch noch kurz mit einem anderen Papier. Das ist jetzt ein 200 Gramm Papier. Das mache ich jetzt auch gleich hier mit meiner Karte, dass ich hier die Kanten einfach so ein bisschen auf Alt trimme. Schöne ist, weil die Klinge quasi versteckt ist drinne, kann ich mich selber hier nicht schneiden mit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in Ton arbeitet, seht ihr, dass sich durch dieses Etchen die Auflegekarte extrem gut vom Rest abhebt. Und den Effekt mag ich einfach extrem gerne.
Das war das zweite, was ich mir gekauft habe. Dann als nächstes kommen wir zu Stempelkissen. Und zwar arbeite ich ja in der Regel mit den Oxide Distress Inks von Ranger und bin mit denen wirklich super zufrieden. Aber ich dachte eigentlich, manchmal macht es auch Sinn, wenn man so von Farben auch nur ein kleines Stempelkissen hat. Und ich habe die auch schon vorgetestet, wie die Farben so aussehen. Und das ist echt, also die Deckkraft von denen, Hammer. Da kann man wirklich nicht meckern. Und ich habe hier die 74, die 76, die 37, die 79 und die 36. Und einfach damit ihr seht, das ist die von Versamark und zwar die Kalk Ink. Und damit will ich zwei Sachen machen. Einerseits dachte ich mir, ich mache einen Wasserfarben-Hintergrund. Mit was arbeiten wir? Ich würde sagen, wir gehen mit... Ich finde die 76 extrem cool. Wir nehmen die 76. Und ich will so einen Wasserfarben-Hintergrund machen. Deshalb nehme ich mal so ein bisschen von der Farbe und mache das hier auf meinen Stempelblock. Das ist ja wahrscheinlich schon viel zu viel. Nehme hier einen Pinsel, der extrem viel Farbe aufnehmen kann. Und dann mache ich mir halt einfach so ein bisschen einen Wasserfarben-Hintergrund. Ich will wirklich nur so einen extrem dezenten Hintergrund haben. Lasse ich das hier kurz ein bisschen trocknen. So, dann haben wir hier diesen schönen, dezenten Wasserfarben-Hintergrund. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen Farbe drauf genommen, weil ich will noch so ein paar Farbspritzer haben. Und das ist immer noch die Stempelfarbe, ne? Also ich habe hier keine zusätzlichen Farben genommen. Geht mir einfach darum, dass ich so ein kleines bisschen Spiel auf der Karte drauf habe. Von Vorteil macht man das in eine Box drin. Ich nicht. Ich versau mir lieber den ganzen Tisch. Gut. So, das war das. Aber jetzt will ich natürlich auch noch ein bisschen stempeln. Da nehme ich mir die Stempelhilfe zur Hand. Kurz gucken, wo ich das denn stempeln will. Wie groß ich den Kreis haben möchte. Jo, ich würde sagen die 5. Nehmen wir die 5. Versuche ich das hier natürlich schön mittig zu platzieren. Mache meine Stempelhilfe drauf. Jetzt wollen wir mit dem hier anfangen. Und dann nehme ich jetzt einfach so einen Sternenstempel. Ich hebe den jeweils so ein kleines bisschen an, den Kreis, wenn ich drehe, damit das frisch gestempelte nicht verschmiert. Und mit der linken Hand
halte ich die Stempelhilfe fest. Hier nicht ganz einen geschlossenen Kreis, das ist nicht so schlimm. Weil ich gehe jetzt noch mit einem anderen Stempel drauf. Wäre jetzt natürlich besser gewesen, wenn ich in geraden Schritten vorwärts gegangen wäre. So, jetzt gucken wir nochmal. So, hier. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mit der 7. Ja. Nehmen wir die 7 und da gehe ich jetzt einfach im Kreis herum. Und nehme hier einen Stern, der nur die Außenlinien hat. Sieht jetzt hier nicht so super aus. Und dafür gehen wunderbar diese Sprinkel, weil damit kann man wunderbar so Sachen wieder so ein bisschen ausgleichen und leere Stellen füllen. Aber ihr seht, ihr könnt hier mit diesen Stempelkissen echt wunderbar Ton in Ton gehen. Das heißt, vorher mit Wasserfarben-Effekt und dann drüber stempeln. Und das war jetzt immer genau die gleiche Farbe. Ne? Von dem her finde ich die wirklich super. Das heißt, die werde ich definitiv auch noch mehr einsetzen. Und ich habe mir extra einfach mal nur diese 5 geholt, weil ich ja nicht wusste, wie gut ich die dann finde. Und hat mich überzeugt, da kommen garantiert auch noch mehr dazu. Als nächstes habe ich hier solche Stifte, mit denen man wunderbar Folie auch drauf machen kann. Und zwar heißt es hier, unser vielseitiger Klebestifte-Set ist perfekt für alle Ihre Bastelbedürfnisse. Mit 3 im Set enthaltenen Federgrößen decken wir alle Ihre Klebeanforderungen an. Es ist eigentlich ein Klebestift, aber das geht halt dann auch mit Folie. Was nehmen wir denn hier? Wir nehmen den runden, weil ich will so ein paar Punkte drauf machen. Ob da was kommt, wirklich da? Ja. Upsi. Fast ein bisschen viel. Okay. Das heißt, ich gehe hier mit der Spitze nur ganz leicht drauf und verteile jetzt so kleine Klebepunkte auf der Karte. Und die muss ich jetzt trocknen lassen. Habe ich jetzt diese hellblauen Punkte so ein bisschen auf der Karte verteilt. Und wie gesagt, das lasse ich jetzt kurz trocknen. Und während die hier im Trocknen sind, gehen wir auch schon ins nächste Thema rein. Die Sachen, die ich jetzt auf dem Tisch habe, die habe ich schon seit längerem. Ich habe hier fürs Heat Embossing habe ich von Paper Poetry das Stempelkissen und zum Nachfüllen hier von EFCO diesen Super Emboss Flüssigkeit, mit der ich das Kissen jeweils nachfülle. Und dann habe ich auch von Paper Poetry das Pulver. Und natürlich auch das Puder, damit dann das Heat Embossing Pulver nur da klebt, wo es kleben soll. Aber ich habe bei anderen Resultate gesehen, beim Heat Embossing, die so ein bisschen besser ausgesehen haben, als das, was ich gemacht habe. Und Desiree hat mir empfohlen, hier dieses Versamark. Und deshalb habe ich mir das auch gekauft und dachte, ich teste das mal und gucke, wie das so wird. Und damit wir das gut vergleichen können, machen wir das gleich zweimal. Einmal mit dem hier und einmal mit dem anderen. Heute ich hier diesen Nur für dich Stempel
nehme mir kurz die Stempelhilfe, damit ich da auch nochmal nachstempeln kann. Jetzt habe ich es schon fast wieder vergessen. Natürlich zuerst das Pulver drauf. Und dann erst stempeln. Dann ein bisschen setzen lassen. Und wie gesagt, ich stemple gerne noch ein zweites Mal nach, damit ich da sicher sein kann, dass ich genug von der Flüssigkeit drauf habe. So, das war das eine. Traue mich jetzt fast nicht, aber ich wage es. Ich mache hier unten noch einen zweiten und diesmal eben mit dem anderen. Aber natürlich putzen wir hier den Stempel zuerst ab und dann nehme ich meine Embossing-Tinte, die ich bis jetzt verwendet habe. Oben die neue, unten die alte. Jetzt praktisch gar nichts, das heißt, ich müsste das kurz nachladen. So, da. Neu geladen. Versuchen wir das Ganze nochmal. Ja, sieht doch schon besser aus. Stempel nachher immer gleich reinigen, damit die Flüssigkeit da drauf nicht eintrocknet. Ne? Dann brauchen wir ein Papier. Und machen da Foampulver drauf. So, dann können wir das mit dem Föhn aufheizen. Ich muss ehrlich zugeben, ich sehe nicht den riesen Unterschied. Also ich würde definitiv sagen, die geben beide. Ich sehe wirklich nicht einen riesen Unterschied beim Ergebnis. Von dem her ist doch auch eine gute Nachricht, ne? Geht beides. Jetzt kann ich das noch zurechtschneiden. Jetzt gucke ich kurz, ob ich da auch einen Distress mache. Ein bisschen kürzer auf der einen Seite. Und ich mache da tatsächlich das auch distressed, damit es so ein bisschen einheitlich bleibt. So, und jetzt kann man das Ganze eigentlich auch schon zusammenkleben. Nee, stimmt nicht. Wir haben ja hier noch die Punkte, das wollte ich euch noch fertig zeigen. Ich habe hier Silberfolie, das heißt, ich kann jetzt hier das einfach drauflegen und dann so ein bisschen drüber rubbeln. Dann müssten eigentlich da, überall wo ich den Kleber drauf gemacht habe, wenn der trocken ist, die Folie überall haften bleiben, wo ich eben diese Punkte habe. Ja, wunderbar. Perfekt. Seht ihr,
auf der Folie, die Punkte sind weg. Und B, seht ihr, dass ihr hier jetzt wunderbar diese glänzigen Punkte drauf habt. Finde ich richtig cool. Das dann hier drauf. Und zum Aufkleben, ich hatte euch in einem Video gezeigt, dass ich die Handstanze verwende, um quasi Dimension zu schaffen bei den Karten, damit ich da nicht immer diese Klebepunkte oder Dimensionals verwenden muss. Und ich dachte aber, na, wenn ich Karten bastle, dann brauche ich ja keine Kreise, sondern gerne viereckige. Und deshalb habe ich, und das ist das Letzte, was ich euch heute zeige, hier diese Handstanze gekauft, die Vierecke ausstanzt, und zwar von Besten Kreativ. Und so kann ich jetzt ganz einfach meine Papierreste nehmen und mir da meine eigenen Dimensionals machen. So einfach kann ich Papierresten verwerten und Dimensionals machen. Das heißt, ich kann die jetzt einfach noch aufeinander kleben. Ich habe jeweils 3 genommen und das insgesamt 5 Mal. Könnte man natürlich sagen, das kann ich eigentlich auch mit der Schere zurechtschneiden. Aber ich finde es halt praktisch, weil so sind alle schön gleich groß und lassen sich wunderbar aufeinander kleben. So, die bringe ich jetzt hier hinten drauf. Und die Karte kommt jetzt auf meine Basiskarte. Und für den Spruch nehme ich tatsächlich Klebepunkte. Nee, nicht Klebepunkte, Dimensionals. Ich will nicht sagen, wie oft ich das schon falsch gesagt habe, ne? Aber zum Glück seht ihr ja jeweils, was ich mache, und wisst auch, was ich meine. So, dann können wir das hier noch schön mittig und gerade drauf bringen. Und fertig ist meine Karte mit den Sachen, die ich in Stuttgart gekauft habe. Und zwar waren das hier der Rollschneider, mit dem ihr echt wirklich wunderbar schneiden könnt, auch dickere Materialien. Dann hier die Versamagic Kalk Ink Stempelkissen, finde ich wirklich auch super. Dann hier zum die Kanten distressen. Dann hier Klebestifte, damit ich eben mit Folie das Ganze auch verzieren kann. Dann Versamark Stempelkissen fürs Heat Embossing und dann eben noch die quadratische Stanze. Und ich hoffe, ich konnte euch das gut erklären, warum ich mich für diese Sachen entschieden habe. Weil ich finde die Resultate, die man damit hinkriegt, wirklich super. Das heißt, hier eben mit denen, dass ich Wasserfarben-Hintergründe machen kann, dass ich drüber stempeln kann. Wirklich eine super schöne Deckkraft, auch wenn man sich hier die Ergebnisse anguckt. Dann eben den Edge Trimmer, damit ich diese Distressed Edges hinbekomme.
das Ganze noch so ein bisschen mehr Charakter bekommt. Dann Klebestiften, damit man die Folie draufbringen kann. Stanze für die Vierecke als Dimensionals und das Versamark für das Heat Embossing. Und das waren die Sachen, die ich euch zeigen wollte rund ums Papierbasteln, was ich da gekauft habe. Und ich habe natürlich noch ein bisschen mehr gekauft. Eines davon war was ich sogar mit auf den Weg bekommen habe. Und die Sachen werde ich euch dann aber jeweils in separaten Videos zeigen, weil das ein bisschen mehr Zeit braucht, um euch das zu zeigen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen, dass ihr die Sachen spannend fandet und da Lust habt, das selber auch mal auszuprobieren. Und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!